In diesem Video zeige ich dir, wie du eine einfache Handtasche aus Kunstleder nähen kannst. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen DIY-Mode-Nähprojekt mit Schnittmuster. Dieses Video ist die Anleitung für Handtasche Coco. Handtasche Coco ist eine ganz einfache Handtasche, also alltagstauglich und ohne Schnickschnack. Übrigens stammt diese Idee von einem von euch, also aus der DIY-Mode Community. Letztes Jahr in meinem letzten Video hatte ich gefragt, ja, welche Schnittmuster ihr euch von mir wünscht. Und eine elegante Handtasche war eines der Kommentare, was am meisten geliked wurde. Jetzt komme ich also dazu, also knapp ein Jahr später, aber besser spät als nie, denke ich mir. Schreibt mir deswegen gerne auch wieder eure Wünsche für neue Schnittmuster für nächstes Jahr in die Kommentare. Eigentlich hatte ich geplant, eine andere Handtasche zu machen, also eher auch eine elegantere zum Ausgehen, habe dafür etliches an Material bestellt, aber wie du vielleicht weißt, wohne ich auf Fuerteventura, eine kleine Insel, und hier dauert es manchmal, bis Sachen ankommen. Ich warte also immer noch auf diese Bestellung und habe dann gedacht, okay, ich switche den Plan, ich werde eine andere Handtasche machen, für die man sehr wenig Material und sehr einfaches Material braucht, was man vielleicht schon zu Hause hat. Und auch von der Art her eine, die eben noch alltagstauglicher ist, denn zurzeit geht ja auch eh keiner auf Partys und so weiter. Also eine Handtasche, mit der man zum Beispiel super spazieren gehen kann oder die man mitnehmen kann, wenn man weiß, dass man noch einkaufen geht. Für diese Handtasche braucht man also nur etwas Kunstleder, ein bisschen Baumwollstoff und einen Knopf. Ja, die Handtasche Coco lässt sich sehr einfach und schnell umsetzen. Sie ist also absolut anfängertauglich. Ich habe das Video auch ziemlich ausführlich gestaltet für die Anfänger und hoffe natürlich, ja, wenn du schon etwas fortgeschrittener bist, dass du dich dann quasi nicht langweilst und ja, trotzdem Freude hast an so einem einfachen, schnellen Projekt. Ich denke, die Handtasche kann man super für sich selbst nähen, aber natürlich auch noch ganz toll als Last-Minute-Geschenk für Weihnachten. Von der Größe her habe ich die Coco so gestaltet, dass sie super für den Alltag verwendbar ist, also nicht zu klein, und von der Form her eher länglich, dann knickt sie nicht ein. Außerdem natürlich super gemütlich mit langem Träger, das heißt, man kann sie halt quer tragen und es passt für die Größe wirklich viel rein. Es hätte auch noch wesentlich mehr reingepasst. Ich glaube, die ist quasi halb voll jetzt. Die Tasche hat ein Extrafach innen, da passt natürlich rein Schlüssel, eine kleine Handcreme, Kopfhörer, auch alles übrigens DIYs von diesem Kanal, und ein eingerollter Jutebeutel, falls man zum Beispiel die Handtasche unterwegs dabei hat und später dann einkaufen gehen möchte. Auch ein Projekt von diesem Kanal. Und ein größeres Portemonnaie. Der Träger lässt sich natürlich auch aus Gurtband fertigen. Das heißt, da würde man auch nochmal Arbeitsschritte sparen. Und auch die Länge kannst du natürlich dir selbst überlegen. Wenn du es doch lieber ein bisschen kürzer als normale Handtasche haben möchtest, ist das natürlich kein Problem, oder länger oder mit Schieber oder wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie du deine Coco gestalten wirst. Das Schnittmuster verlinke ich dir natürlich in der Infobox, in der Infokarte, und blende auch hier ein, wo du es auf DIYmode.de findest. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuschauen und dann hoffentlich auch beim Nachnähen. Drucke das Schnittmuster auf 100% aus und messe das Kontrollquadrat nach. Klebe die Seiten Stück für Stück zusammen. Bei A1 nichts wegschneiden. Bei A2 den linken Rand wegschneiden und auf A1 kleben. B1 kommt unter A1. Dort schneidest du den oberen Streifen weg. B2 kommt dann in die Lücke, schneide dort den linken und den oberen Streifen weg. Und so gehst du bis zur letzten Reihe vor. Schneide die einzelnen Schnittmusterteile aus. Bei der Klappe und dem Hauptteil gibt es oben kleine Knipse, die kannst du so wegschneiden wie hier. Um später die Knopfposition einzeichnen zu können, piekse die kleinen Kreise vorsichtig mit einer spitzen Schere durch. Das machst du bei der Klappe und dem Hauptteil. Bei dem Hauptteil noch zusätzlich die beiden Ecken, die später die Position der Innentasche vorgeben, einschneiden und nach innen klappen. Lege das Schnittmusterteil auf die linke Stoffseite und beschwere es so, dass es nicht verrutscht. Wenn du kein Kunstleder verwendest, kannst du es auch feststecken. Da das Schnittmuster bereits die Nahtzugabe enthält, kannst du genau drumherum anzeichnen.
Die Knipse werden auf alle Teile übertragen. Die Knopfposition der Klappe kommt nur einmal auf die linke Seite des Innenstoffs. Wenn du dein Teil ausschneidest, kannst du den Knips genau wie auf dem Papier mit einem kleinen Keil von etwa 3 mm rausschneiden. Bei den Hauptteilen zeichnest du ebenfalls rundherum. Du musst allerdings die eingezeichneten Keile unten stehen lassen und damit du die nicht aus Versehen mit ausschneidest, kannst du dir, so wie ich, große Xe dahin malen. Die Knopfposition brauchst du nur auf einem der Außenstoffteile anzeichnen. Der Träger wird im Bruch zugeschnitten. Das bedeutet, dass du den Stoff einmal faltest und das Schnittmuster dann mit der Kante, wo Bruch dran steht, genau auf die Knickkante legst. Nun kannst du das Teil quasi doppelt so lang in einem Rutsch zuschneiden. Wenn alles zugeschnitten ist, solltest du Folgendes haben: Das Hauptteil zweimal aus dem Außenstoff und zweimal aus dem Innenstoff, die Innentasche einmal aus dem Innenstoff, den Träger einmal aus dem Außenstoff und die Klappe jeweils einmal aus dem Innen- und einmal aus dem Außenstoff. Um den Träger vorzubereiten, müssen wir erst jeweils 1 cm der langen Seite nach innen umklappen und dann den Träger in der Mitte zusammenfalten. Da das mit Kunstleder etwas schwieriger ist, unterteilen wir den Vorgang in kleinere Schritte. Um genau zu wissen, wie viel 1 cm ist, zeichne ich mir mit einem Zeichendreieck eine Linie bei 2 cm an und zwar auf beiden Seiten. Du kannst diesen Schritt auch weglassen und per Augenmaß arbeiten. Klappe in regelmäßigen Abständen den Zentimeter einer Seite um und stecke dort eine Klammer. Ich würde die Klammer dahin stecken, wo später auch die Naht hinkommt, falls die Klammer Abdrücke hinterlässt, also sehr knappkantig. Klappe dann die zweite Seite um 1 cm nach innen und lege beide Kanten übereinander. Stecke die Klammer nun über alle Stofflagen der Seite. Achte darauf, dass der Träger sich nicht verdreht und stecke ansonsten nochmal die gedrehten Stellen etwas nach. Vernähe den Träger knappkantig mit einer größeren Stichlänge von 3 bis 4. Am Anfang und am Ende verriegeln, so wie bei jeder Naht. Also 3 bis 4 Stiche vornähen, dann die Stiche rückwärts nähen und dann ganz normal die gesamte Strecke nähen. Ich vernähe wie immer auch die zweite Seite, obwohl dieser Schritt nicht nötig ist, aber mir gefällt das bei Trägern optisch einfach am besten. Der Träger ist fertig. Lege die Innentasche rechts auf rechts zusammen. Vernähe die 3 offenen Kanten mit 1 cm zum Rand, aber lass in der Mitte eine Wendeöffnung von einigen Zentimetern stehen. Steck dir am besten zumindest in den beiden Ecken eine Stecknadel oder Klammer. Vernähe diese Naht und alle Nähte, wo ich nichts extra dazu sage, mit einer normalen Stichlänge von 2,5. Beginne auf einer der Seiten, nähe bis zur Ecke, drehe den Stoff und nähe dann bis einige Zentimeter vor die Mitte. Verriegel dort die Naht. Hebe das Nähfüßchen und ziehe den Stoff einige Zentimeter nach hinten. Mach das Nähfüßchen wieder runter und nähe nun den Rest der Strecke genauso. Also verriegeln, bis zur Ecke, Stoff drehen und bis zum Schluss. Dort wieder verriegeln. Fäden kurz abschneiden, auch den gezogenen Faden über der Lücke. Schneide beide Ecken knapp runter, aber pass auf, dass du nicht in die Naht schneidest. Nun kannst du durch die Wendeöffnung greifen und die Innentasche auf rechts drehen. Ich mache das hier Ecke für Ecke und forme dann die Ecke auch immer schon gleich aus, indem ich sie vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher nach außen drücke. Bügel die Innentasche flach und friemel dabei alle Nähte schön nach außen. Nimm eines der Hauptteile aus deinem Innenstoff. Lege das Schnittmusterteil auf die rechte Stoffseite und markiere dir die beiden Ecken mit etwas Schneiderkreide. Lege die Innentasche genau in die Ecken oben und zwar so, dass die noch offene Wendeöffnung unten liegt. Da nähen wir nämlich gleich noch drüber. Stecke die Innentasche mit einigen Stecknadeln fest. Nähe die Innentasche knapp am Rand auf das Hauptteil auf. Am Anfang verriegeln, bis zur Ecke nähen, den Stoff drehen, bis zur anderen unteren Ecke nähen, den Stoff drehen und bis zum oberen Rand nähen, dort wieder verriegeln. Fäden kurz abschneiden und fertig ist die Innentasche. Kümmern wir uns um die Keile, die später mehr Tiefe in die Tasche bringen. Schneide unten 2-3 mm in den Stoff ein und lege die Einschnitte von der linken Stoffseite aus gesehen übereinander. Stecke die Stelle fest, stecke eine weitere Stecknadel am Ende der Spitze. Mit dem Kunstleder gehst du genauso vor, hier kannst du Stoffklammern verwenden.
Nähe alle 8 Keile nacheinander ab, indem du genau die aufgezeichnete Linie nachnähst. Auch hier ist wichtig, am Anfang und am Ende zu verriegeln, was in der Spitze natürlich etwas Fingerspitzengefühl braucht. Ich nähe diese Naht übrigens mit einer Stichlänge von 1,8. Nimm die Seite vom Magnetverschluss mit dem Loch und dein Hauptteil vom Außenstoff, auf dem du die Knopfposition markiert hattest. Leg die Unterlegscheibe des Knopfs genau auf die Markierung und zeichne dann die beiden seitlichen Schlitze nach. Schneide mit einer spitzen Schere genau die beiden kleinen Striche auf. Bringe den Knopfteil von außen an. Entweder klappst du die Klammer nun einfach so um, oder du fertigst dir auch noch eine kleine Pappe oder ein Stück Snap-Pap an, das du für zusätzliche Stabilität noch zwischenlegen kannst. Dafür wieder die beiden Schlitze übertragen und einschneiden. Dann die Pappe noch unter die Unterlegscheibe klemmen und die Scheibe da drauf und dann die Klammern auseinanderdrücken. Genauso gehst du mit dem Klappenteil vor. Da nimmst du den Innenstoff und bringst das Knopfteil mit dem Nupsi an, und zwar so, dass er auf der schönen Seite vom Stoff zu sehen ist. Lege die Klappenteile rechts auf rechts zusammen und stecke die Klappe dort fest, wo sie gleich vernäht wird, nämlich die Seiten und die Rundung unten. Lege deine beiden Außenstoffe des Hauptteils rechts auf rechts übereinander und stecke sie so fest. Achte bei den Keilen drauf, dass die Naht genau aufeinander liegt, aber die Keile jeweils in eine andere Richtung zeigen. So wird diese Stelle nicht zu dick. Also zum Beispiel wie hier, die Keile vom oberen Teil zeigen beide nach innen und die vom unteren Teil nach außen. Die Hauptteile vom Innenstoff genauso zusammenstecken, rechts auf rechts, Keile zeigen in verschiedene Richtungen. Bei dem Innenteil werden wir gleich eine große Wendeöffnung stehen lassen, die im Prinzip den Großteil der geraden Stecke auf einer Seite ausmacht. Vernähe die Klappe nun mit 1 cm zum Rand. Am Anfang verriegeln. In den Rundungen solltest du dir etwas Zeit nehmen, damit die Klappe später schön gleichmäßig aussieht. Am Ende wieder verriegeln. Beim Hauptteil aus deinem Außenstoff gehst du nun ganz genauso vor. Achte darauf, dass du die Keile wirklich so vernähst, wie du sie auch festgesteckt hast. Beim Innenstoff mache ich es so, dass ich die Nahtzugabe minimal größer nähe, also nicht mit 1 cm zum Rand, sondern etwa mit 1,2 cm. Ich habe festgestellt, dass das für mich für Taschen mit einem festen Außenstoff und einem weicheren Innenstoff meist besser funktioniert. Du kannst aber auch mit 1 cm zum Rand nähen, ganz normal. Lass nun auf der zweiten Seite eine sehr große Wendeöffnung stehen, also nähe ein Stück bis über die Kurve, verriegel dort. Ziehe den Stoff dann ein großes Stück weiter so, dass du nun oben noch etwa 5 cm der Seite vernähst. Dort auch wieder am Anfang und am Ende verriegeln. Alle Fäden kurz abschneiden. Schneide die Nahtzugabe der Klappe auf 3 bis 4 mm runter. Drehe die Klappe auf rechts. Nähe die Klappe nun von außen knappkantig ab, damit sich die Stelle flach legt. Da wir Kunstleder verwenden, können wir die Stelle nicht bügeln und müssen das sozusagen mit der Nähmaschine machen. Nähe dafür knappkantig rundherum und achte darauf, die Naht immer schön nach außen zu drücken. Vernähe die Strecke mit derselben Stichlänge der Träger, also zum Beispiel mit einer Stichlänge von 3,5. Nimm dir auch hier wieder in den Rundungen genügend Zeit. Diese Naht wird später nämlich sehr präsent zu sehen sein. Schneide die Nahtzugabe des Hauptteils auf 3 bis 4 mm runter. Schneide die Nahtzugabe vom Innenteil ebenfalls runter, aber lasse das Stück an der Wendeöffnung stehen. Den Zentimeter der Wendeöffnung kannst du schon mal mit den Fingern glatt nach innen streichen. Drehe das Außenteil auf die rechte Seite. Jetzt bringen wir die Klappe und die Träger schon mal am Hauptteil an. Das vereinfacht die nächsten Schritte. Lege die Klappe rechts auf das Hauptteil, und zwar auf die Seite, wo kein Knopf angebracht ist, also die Rückseite. Leg die Knipse übereinander und steck die Klappe so fest. Leg ein Ende des Trägers genau auf die Seitennaht der Tasche, und zwar so, dass der Träger nach unten zeigt. Und das andere Ende vom Träger legst du auf die andere Seitennaht. Dabei liegt der Träger unten wie ein U und sollte natürlich nicht verdreht sein. Die Trägerenden ebenfalls feststecken. Nutze die Freiarmfunktion deiner Nähmaschine, indem du den Kasten um die Nähfläche entfernst. Nun kannst du die Tasche über die Nähfläche schieben.
Nähe schon mal knappkantig die Träger und die Klappe fest. Ich verriegel auf jeden Fall beide Träger am Anfang und am Ende, da die ja später das gesamte Gewicht der Tasche halten müssen und deswegen besonders gut angenäht werden sollten. Stülpe das Innenteil über das Außenteil und zwar so, dass sich beide schönen Seiten innen angucken und die Seitennähte genau aufeinander liegen. Den Träger kannst du aus dem Weg räumen, indem du ihn durch die spätere Wendeöffnung legst. Lege nun alle Seitennähte und Knipse genau aufeinander und stecke die obere Kante rundherum fest. Vernähe die Kante mit 1 cm zum Rand. Wende die Tasche durch die Wendeöffnung auf rechts. Leg die Wendeöffnung ordentlich übereinander und steck sie mit einigen Stecknadeln fest. Vernähe die Öffnung knappkantig zum Rand. Kommen wir zur letzten Naht. Stecke das Innenteil nach innen und vernähe rundherum die obere Kante so, dass sich der Innenstoff flach nach innen legt. Schieb dafür wieder die Tasche über die Nähfläche. Vernähe knapp zum Rand mit einer größeren Stichlänge, zum Beispiel 3,5. Achte darauf, immer nur ein kleines Stück zu vernähen und dann wieder die Stoffe gut in Form zu legen. Beginne diese Naht auf einer Seitennaht. Am Anfang brauchst du nicht zu verriegeln und wenn du zum Schluss wieder an deinem Startpunkt ankommst, verriegelst du gleichzeitig den Anfang und das Ende der Naht. Fäden kurz abschneiden und fertig ist deine Coco. Ich hoffe, die Anleitung hat dir gefallen. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare, dann kann ich sie gleich für alle beantworten. Wenn du eine Coco genäht hast und sie zum Beispiel auf Instagram zeigst, dann nutze den Hashtag DIY-Modenschau und tagge mich auch mit DIYmode.de in deinem Bild, dann kann ich mir deine Handtasche anschauen und eventuell auch mal teilen. Falls du noch Lust hast auf ein weiteres tolles Nähprojekt mit Schnittmuster, dann empfehle ich dir Shopper Elsa. So, nun wünsche ich dir eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch, natürlich viel Gesundheit und auch viel Zeit für Kreativität. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonniert hast und auch bei meinem nächsten Video nächstes Jahr wieder dabei bist. Wie immer, bis dahin alles Liebe. Mua.